Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Ich bin der Markus und das ist der Kanal von Fabricium. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Ja, heute geht es um Scarpy. Scarpy ist meine Ziehklingen-Schärfeinrichtung. Mit der könnt ihr schnell, einfach, präzise, reproduzierbar und ohne Verletzungsgefahr super scharfe Ergebnisse erzielen. Ziehklingen sind fantastische Werkzeuge, die leider ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Die werden schon seit Jahrhunderten eingesetzt, immer wenn es darum geht, perfekte Oberflächen auch bei schwierigen Maserungen hinzubekommen. Vergleichbar mit einem Schleifpapier, allerdings hinterlässt eine Ziehklinge keine Schleifspuren, sondern man bekommt wirklich eine super glatte, je nach Holz mitunter sogar eine spiegelnde Oberfläche. Und dabei sind Ziehklingen wirklich günstig. Man kann sie nachschärfen. Sie sind also extrem nachhaltig. Und wenn man ein bisschen damit geübt hat, sind die auch ganz leicht einzusetzen, sofern sie scharf sind. Das ist eben der Trick an der ganzen Geschichte. Und es gibt verschiedene Hilfsmittel, sowohl käufliche als auch welche, die man sich selber bauen kann. Ich habe schon eine Menge davon ausprobiert, aber so richtig umgehauen haben sie mich alle nicht, um ehrlich zu sein. Entweder war es ein So-lala-Ergebnis oder aber man hat sich gedacht, hoffentlich schneide ich mir nicht die Finger auf. Das war für mich eben die Motivation, Scarpy zu entwickeln. Woher kommt eigentlich der Name Scarpy? Scarpy ist abgeleitet aus Card Scraper und Sharp, also scharf. Wobei Scraper eigentlich die falsche Bezeichnung ist, denn wir wollen ja nicht kratzen, wir wollen ja eigentlich fast hobeln, also tatsächlich Späne abziehen. Und das funktioniert tatsächlich nur, wenn man einen ordentlichen Grad dann hat und dann aber auch für verschiedenste Materialien. Also nicht nur Holz, sondern zum Beispiel auch Nicht-Eisenmetalle oder Kunststoffe. Nun aber genug der Worte, lasst uns endlich anfangen mit unserem Scarpy. Los geht's. Ich wünsche euch viel Freude beim Video. Fangen wir an mit den Werkstoffen. Da haben wir eine HPL-Platte mit 6 mm, dann Birke Multiplex, einmal mit 15, einmal mit 12 und einmal mit 9 mm. Und hier oben haben wir noch eine Gummimatte, selbstklebend mit 1 mm Stärke. Damit wir später den Grat an unsere Ziehklinge anstreichen können, brauchen wir eine Stahlwelle, die ist geschliffen und gehärtet mit 8 mm, ein Gelenklager, ebenfalls hier mit einer 8 mm Bohrung, M8er Gewinde und noch so ein Stehlager, ebenfalls hier mit einer 8er Öffnung. Es wird einen Klappmechanismus geben in der Vorrichtung und dafür brauchen wir 2 Scharniere. Diese sind jetzt hier aus Kunststoff und feststellbar mit einem Klemmhebel. Bevor wir den Grat an der Ziehklinge anstreichen, muss die ja erstmal plan geschliffen werden. Und dazu habe ich mir hier diese Steine sind es ja keine, Diamantteilchen besorgt, direkt in China für einen überschaubaren Betrag. In den Körnungen 1000, 1500 und 2000. Alternativ könnte man sich da natürlich auch selber was zurechtschustern, zum Beispiel mit schmalen Glasscheiben und dann mit doppelseitigem Klebeband feines Wasserschleifpapier zum Beispiel aufkleben. Und für das Schleifen müssen wir natürlich auch ein bisschen Bewegung aufbringen. Ich habe hierfür noch so einen 3D gedruckten Griff. Der ist aus meiner Laser-Umhausung übrig geblieben. Wer keinen 3D-Drucker hat, der macht sich sowas aus Holz oder kauft sich einfach einen fertigen. Ja, und um das alles zusammenzubauen, gesellen sich dazu noch einige Schrauben, Gewindeeinsätze, Messing-Rändelmuttern, Passstifte, weitere Schrauben und noch so eine schöne große Messing-Rändelmutter für die Höheneinstellung. Aber das sehen wir dann eh alles, wenn wir es zusammenbauen. Und zu guter Letzt gesellt sich noch ein schöner Holzkantel dazu. Aus dem drechseln wir uns dann den Griff für unseren Ziehklingenstahl. Der bekommt eine Zwinge aus Messing. Und hier brauchen wir noch ein bisschen Messing-Flachmaterial, mit dem wir dann unterschiedliche Ziehklingengrößen einstellen können. Soweit mein Plan für die Zutaten, liebe Zuschauer. Bevor wir jetzt ans Zusägen der Holzteile gehen, zeige ich euch aber erstmal, wie das Ganze funktionieren soll. Zumindest wie ich es mir vorstelle, dass es funktionieren könnte. Ja, wenn wir so eine Ziehklinge wieder fit machen wollen, dann haben wir mehrere Arbeitsschritte. Der erste Arbeitsschritt ist, dass wir den alten Grat, der immer noch so ein bisschen spürbar ist, zunächst im 90-Grad-Winkel abschleifen. Und dazu spannen wir die Ziehklinge in der umgeklappten Vorrichtung ein. Also das Orange ist hier die Ziehklinge. Mit den beiden Rändelschrauben können wir sie festziehen. Wir können auch Ziehklingen unterschiedlicher Höhen verarbeiten, indem wir hier eben diese Messingeinlage in eine andere Position bringen. Hier unten, gelb markiert, sehen wir unseren
Diamantschleifstein. Den legen wir hier einfach ein und dann müssen wir natürlich, um das Ganze schleifen zu können, unsere Vorrichtung umklappen. Und das machen wir jetzt einfach mal. So schaut es dann aus. Also so wäre es jetzt umgeklappt. Die Ziehklinge liegt jetzt hier also auf unserem Stein schön auf. Und wir können durch Hin- und Herschieben dieser Vorrichtung die Ziehklinge schön plan schleifen. Das Ganze ist ja hier gelagert durch solche Schwalbenschwanzführungen, also einmal in der Höhe und einmal in der Horizontalen. So, beim Schleifen entsteht jetzt aber wieder ein kleiner Grat an der Ziehklinge, den wir eigentlich gar nicht wollen. Das heißt, wir spannen die Ziehklinge wieder aus und legen sie dann hier vorne auf. Das Ganze ist gummiert, dann kann sie auch nicht verrutschen und dann schleifen wir uns eben mit einer Feile oder auch wieder mit so einem Diamantschleifstein den ungewünschten Grat erstmal ab beidseitig. Und in dem nächsten Schritt können wir dann mit unserem Ziehklingenstahl eben einen neuen Grat anziehen. Dieser neue Grat, der steht aber dann nach vorne raus, also in diese Richtung und nicht nach oben. Wir wollen den ja eigentlich nach oben haben. Das heißt, wir müssen den umklappen. Und um diesen Grat umzuklappen, spannen wir dann die Ziehklinge hier oben ein, in diese Vorrichtung. Also jetzt ist sie hier drinnen. Was fehlt natürlich, ist unser Ziehklingenstahl. Und der Ziehklingenstahl, der wird ja hier von unserem Gelenklager geführt. Das Ganze ist in der Höhe verstellbar über diese Schraube hier. Das heißt, wir können auch den Winkel ändern, mit dem wir eben diesen Grat umlegen. Ja, und dann bewegen wir uns eben nach links und rechts mit unserem Ziehklingenstahl und dem schönen Halter hier und legen dann den Grat um im gewünschten Winkel. Und idealerweise springt dann die perfekt geschärfte Ziehklinge raus. So die Theorie. Ich habe es selber ehrlich gesagt natürlich noch nicht ausprobiert. Es gibt noch keinen Prototypen von dieser Vorrichtung. Ihr seid live mit dabei und wir werden es uns natürlich am Ende des Videos anschauen, ob das Ganze so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann geht es jetzt auch schon weiter mit dem Zurechtschneiden der Holzteile. ...75 brauchen wir. Jawohl. Ja, bei solchen kleinen und fummeligen Teilchen, liebe Zuschauer, da leistet so ein Schiebeschlitten mit Digitalanzeige wirklich wertvolle Dienste. Also wir bekommen ganz präzise und saubere Schnitte damit. Und weiter geht es mit diesen Führungen hier, mit diesen Schwalbenschwanzführungen. Die möchte ich ja aus so einer HPL-Platte machen, weil die einfach sehr stabil ist und auch ja, sich wahrscheinlich nicht sonderlich verziehen wird. Da bin ich gespannt, ob das alles so funktioniert. Schauen wir mal. Das Sägeblatt stelle ich mir mal schräg auf ungefähr 20 Grad. Ja. Schaut schon ordentlich aus. So, dann schauen wir mal. Einmal beidseitig 20 Grad und hier jeweils einseitig. Und wenn wir das jetzt so zusammenschieben, dann sollte das eine gute Führung ergeben. Und ich glaube, ja, das kann funktionieren. Bin ich gespannt. Ich baue mir einen kleinen Rahmen für die Montage zusammen. Leim drauf, damit wir das dann leicht und passgenau montieren können. Unser Führungssystem hier. Ich habe hier noch jeweils eine Lage Klebestreifen eingeklebt. Die kommt natürlich wieder raus und dann haben wir ein bisschen Luft in unserer Schwalbenschwanzverbindung und dann läuft sie schön leicht. So die Überlegung. Für die Montage unserer Führung verwenden wir Passstifte, 4 mm im Durchmesser, 11 mm lang und M4er Senkkopfschrauben. Ich habe mir die Bohrpositionen schon mal ausgedruckt und kann die somit ganz einfach übertragen.
Ich mache die ersten paar Umdrehungen für die Gewinde immer an der Bohrmaschine. Dann wird es schön lotrecht und den Rest dann mit der Hand. Das mag jetzt vielleicht sogar ein bisschen übertrieben sein hier an der Stelle mit 2 Schrauben und 2 Passstiften. Aber ich glaube, hier gilt besser zu viel als zu wenig an dieser Stelle. Wir wollen, dass die Führung ja stabil ist. So, dann schrauben wir sie mal zusammen. So, dann gucken wir mal. Also die hinteren, die gehen auf jeden Fall schon mal sehr gut. Vielleicht sogar einen Ticken zu leicht, aber nee, auf jeden Fall brauchbar. Vorne ein bisschen zu streng, aber ja, das ist zu streng, aber da kann man ja noch nacharbeiten. Das kriegen wir schon hin. Ja, natürlich bietet sich für die Nacharbeit hier eine Ziehklinge an. Wobei das die erste sein wird, die dann auf die Schärfstation geht. Die hat es nötig, würde ich sagen. Jawohl. Ja, diese Führung hatte mir vorab ein bisschen Sorgen bereitet, ehrlich gesagt. Insofern bin ich jetzt ganz happy, dass das ganz gut funktioniert hat. Ja, leider haben sich beim Bohren ein paar Ausbrüche und damit auch Krater auf der Rückseite ergeben. Die führen dazu, dass die Platte, die wir dann ja später anbringen wollen, hier so leicht kippelt. Das ist natürlich nicht optimal. Ich habe mir deswegen überlegt, Distanzplättchen aus Aluminium, das hat eine Stärke von 0,7 mm, einfach erstmal aufzukleben mit Sekundenkleber. Das wird ja eh verschraubt dann das Ganze. Und damit können wir das schön ausgleichen. Es liegen also nicht mehr die Krater auf, sondern die Plättchen. Dadurch haben wir natürlich auch die Reibfläche reduziert und ich denke, damit läuft es auch leichter, das Ganze. Als nächstes befestigen wir diese beiden Holzwangen an unserer Führung. Zuvor sägen wir uns aber noch diese Nuten hier ein. Nicht, dass wir mit irgendwelchen Passstiften oder Schrauben von der Befestigung der Führung kollidieren. Ja, ich werde die Nuten mit der Kreissäge einsägen, weil ich keinen ordentlichen 3 mm Fräser habe. Ehrlich gesagt, habe da auch mit verschiedenen Sägeblättern schon rumexperimentiert, wie man sehen kann. Habe jetzt hier aber eine Kombi gefunden, die ganz gut passt, denke ich. Und damit werden wir das einsägen. So, unsere Nuten haben wir eingesägt und dann können wir hier unsere Messingeinlage einbringen, natürlich kürzer dann als Anschlag für die Ziehklinge. Oben kommt der Deckel drauf und dann wollen wir das Ganze festziehen mit unseren schönen Rändelmuttern. Das heißt, wir brauchen auf der Rückseite als nächstes Bohrungen für unsere beiden Schlossschrauben M5er. Die haben einen 13 mm Kopf. Ich habe aber nur einen 15er Forstner Bohrer. Das heißt, damit bohren wir uns jetzt erstmal ein Taschenlöcher, damit wir den Kopf versenken können und anschließend eben mit dem 5er Bohrer durch, damit die Schrauben auf der anderen Seite rausschauen zum Festziehen. So, dann versenken wir die noch, unsere Schlossschrauben. Wunderbar. So, ich habe jetzt ein bisschen länger rum überlegt, wie ich den Griff hier vorne befestige. Und jetzt habe ich überlegt, ich mache so, ich habe hier eine Hutmutter und werde das Ganze von hinten eben dann mit einer Senkkopfschraube anziehen. Der Nachteil ist, dass der Kopf von der Senkkopfschraube vom Durchmesser her ein bisschen zu groß ist. Das heißt, ich würde dann meine Messingeinlage nicht mehr vernünftig reinbringen. Aber das ist ja kein Problem. Wir können den Kopf ja einfach ein bisschen abschleifen und dann passt es wunderbar. Ja, das hat gut funktioniert. Dann können wir das Ganze auch so einfach zusammenbauen. Vorne mit dem Henkel dran. Und ich habe jetzt auch schon mal die Rückseite vorbereitet, also die Schlossschrauben versenkt. Auf der anderen Seite eben die Messing-Kontermuttern, damit man die Ziehklinge einspannen kann. Und im nächsten Schritt verheiraten wir unsere Führung mit den beiden Komponenten, dass das eben eine schöne Einheit bildet. So, um das passgenau zusammenzufügen, verwenden wir diese Doppelklebebandmethode. Allerdings nicht mit Sekundenkleber, sondern mit ganz normalem Holzleim. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, das noch auszurichten oder zu korrigieren, falls wir es benötigen.
So, dann kommt das andere da dran. Genau. Und mal festzwingen. Und auf der anderen Seite auch. So, sollte passen. Den oberen Führungsteil konnte ich leicht abziehen und ich habe jetzt hier schon mal angekörnt, wo die Passstifte hinkommen, 2 Stück pro Seite und insgesamt 4 Schrauben pro Seite werde ich verwenden und da bohren wir jetzt entsprechend vor. Ja, dann machen wir am besten gleich einen rein, da uns das nicht verrutscht beim Bohren des anderen Lochs. Ja, es geht ein bisschen strenger als vorher. Da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Ich habe hier schon ein bisschen rumgefeilt, aber so ganz genügt es noch nicht. Irgendwas hat es anscheinend doch verschoben hier beim Feststellen. Naja, aber das kriegen wir hin. So, ich habe jetzt die vordere Führung auch noch verschraubt und es passt gut zusammen. Und es läuft jetzt auch schön fluffig, sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen. Der Gamechanger war, liebe Zuschauer, ein bisschen Fett. Das hat wirklich alles geändert und im Nu sind die Führungen wirklich sehr leichtgängig, wunderbar, so wie es sein soll. Auf der Unterseite von unserem Konstrukt leimen wir uns noch eine Leiste an zur Standverbreiterung. Wir wollen die Führung ja später aufstellen und damit die nicht rumkippelt, sondern vernünftig steht, eben zusätzlich unten noch diese Leiste. Während der Leim anzieht, kümmern wir uns um die Höheneinstellung. Vielmehr ist es ja eigentlich eine Winkeleinstellung von unserem Zieglingenstahl. Und zwar funktioniert es folgendermaßen mit dieser Messing-Rändelmutter hier. Wenn man da ein bisschen dreht, dann wird dieser mittlere Teil eben entweder erhöht oder erniedrigt und damit ändert sich natürlich der Winkel von dem Stahl. Ja, so schauen sie aus im unverleimten Zustand. Einmal die linke Führung, die rechte Führung und dann dieser Teil, der höhenverstellbar ist. Die Flanken habe ich jetzt ein bisschen länger gemacht, weil wir da später noch was rausfräsen. Und dann tun wir uns leichter, wenn wir da einfach mehr Material haben. Das müssen wir auch so zusammenleimen, dass dann hier das Gewinde noch reinpasst von unserem Lager. Dann sparen wir uns da die Bohrerei. Und ja, recht viel mehr gibt es da nicht dazu zu erzählen. Das leimen wir jetzt einfach mal zusammen. Das ist übrigens auch ein guter Anwendungsfall für eine Ziehklinge, wenn man jetzt so ein Teil zusammenleimt und man hat hier den Leim am Rausquillen in der Ecke oder in der Kante vielmehr, dann kann man das damit schön ausputzen. Dann kommt auch schon die Aussparung für unsere Rändelmutter zur Höheneinstellung dran. Das machen wir am Oberfräsentisch. Ich habe hier schon einen 8er Fräser eingespannt und mir 2 Anschläge fixiert, sodass wir also genau diesen Bereich hier nur ausfräsen. Und da müssen wir halt jetzt schrittchenweise ich werde so in Millimeter-Schritten oder vielleicht 2 Millimeter Schritten das vorsichtig ausfräsen und halt möglichst nicht verkippen, sondern schauen, dass wir das immer schön waagrecht halten. Jo, passt rein und man kommt dran. Perfekt. Jo, das funktioniert. Ich habe hier oben aufgebohrt mit einem 15er Forstner Bohrer. Warum? Nun, ich möchte das Gelenklager mit einer Mutter fixieren an unserem Stehlager. Und damit die da reinpasst, die 9er Bohrung wäre zu klein gewesen, habe ich es eben aufgebohrt. Und so kann man das schön versenken. Zusätzlich noch 2 7er Bohrungen für diese Gewindeeinsätze, damit wir das Lager dann eben schön festschrauben können mit M5er Innensechskantschrauben. Und da einfach ein bisschen Sekundenkleber. So.
Für die Höhenverstellung habe ich noch ein Unterlegteil angefertigt. Das war im Plan zwar nicht vorgesehen, aber ich habe gemerkt, dass es ohne dieses Teil von den Winkeln her schwierig wird. Und jetzt mit dieser Erhöhung komme ich in den Bereich von ungefähr 13 Grad bis ungefähr 1 Grad, ja fast horizontal. Und ich denke, damit sind wir in einem ordentlichen Bereich. Der lässt sich natürlich auch noch ein bisschen verändern, indem man eben die Ziehklinge etwas höher einspannt. Aber so in der niedrigsten Stufe sind wir schon in einem guten Bereich. Das Teil an sich ist nichts Besonderes, einfach ein Stückchen 18er Multiplex. Da habe ich ein M8er Gewinde eingeschnitten, dann ein Stückchen Gewindestange, M8 abgelenkt und rückseitig mit Sekundenkleber fixiert und das hält bombenfest. Und da können wir eben jetzt unsere Höheneinstellung aufschrauben. Ich habe übrigens hier noch eine kleine Beilackscheibe, oder klein ist sie gar nicht, die ist genauso groß wie die Rändelmutter eingelegt, damit man da nicht so viel Spiel hat. Ja, und so schaut es dann mit den seitlichen Führungen aus. Das müssen wir natürlich jetzt noch anleimen, aber ja, im Grunde genommen ist es das auch schon. Ja, die Höhenverstellung habe ich jetzt verleimt und während der Leim anzieht, können wir uns schon mal um die Positionen für die Bohrungen von diesen Gewindemuffen kümmern. Die brauchen wir, dass wir später unsere Scharniere hier befestigen können. Also, die erste haben wir bei 12 und die zweite haben wir bei 40. So. Zum Eindrehen der Muffen verwende ich jetzt auch wieder diese Standbaumaschine. Da bekommt man sie schön lotrecht rein, funktioniert wunderbar. Also manchmal gibt es so Fehlerchen, liebe Zuschauer, da fragt man sich echt, seht ihr das? Ich habe irgendwann mal beschlossen, die Platte ein bisschen breiter zu machen, damit ich hier an der Seite einen kleinen Rand habe. Den gibt es in der Zeichnung nicht. Und damit stimmen natürlich hier diese Maße aus der Zeichnung auch nicht mehr. Was soll ich sagen? So, zweiter Versuch, neue Platte. Diesmal habe ich es ein bisschen anders gemacht und zwar die Scharniere erst an dem senkrechten Teil befestigt und jetzt nehmen wir uns so einen Scharnierlochbohrer und markieren das eben, wo die Bohrungen dann hinkommen. Also nur ganz leicht, fertig bohren dann an der Ständerbohrmaschine. Jo, es funktioniert und es ist sogar im Winkel. Dann nehmen wir einen 5er Holzbohrer, also einen mit Spitze, und markieren uns die Positionen von den Rändelschrauben auf der Holzplatte. So, was haben wir da? 20, dann nehme ich einen 22er Forstnerbohrer, dann ist ein bisschen Luft dabei. Ein paar Fräsarbeiten, liebe Zuschauer, sind vollbracht. Zum einen habe ich die Kante hier angefasst, ist aber eher kosmetischer Natur. Dann hier eine Rille, damit man die Ziehklinge auch schön rausnehmen kann, wenn die da drin liegt. Eigentlich am wichtigsten ist diese Phase hier, denn wenn man die nicht hätte, dann würde es den Stein hier raushebeln, wenn man die Führung hier wegklappt. Dann habe ich hier zwei 3D gedruckte Halter, die halten den Stein einfach in Schleifrichtung. Den kann man hier aber auch rausnehmen, also wenn man einen anderen Stein einschieben möchte, das muss ich noch festkleben hier natürlich, dann geht das wunderbar und zuklappen und dann wird er gehalten. Ja, geschliffen habe ich auch schon fleißig, das heißt, ich kann die Höhenverstellung jetzt hinten anleimen. Und während der Leim anzieht, kümmern wir uns um einen Halter oder Griff für unseren Stahl. Ja, dann klebe ich den Stahl mit 2 Komponentenkleber ein. Ich habe festgestellt, dass ich leider einen 8,5er Bohrer genommen habe, versehentlich.
Jetzt ist das Loch ein bisschen zu groß, aber naja, das macht der Kleber schon, hoffe ich zumindest. Und dann schauen wir mal, dass das da funktioniert. Ja, und da sind wir schon wieder beim Ölen. Ich nehme heute mal wieder meine alte Rezeptur, bestehend aus Leinöl, Balsamterpentin und einen Schuss Orangenöl. Weißt du, lecker, duftet. Ja, hier vorne auf der Ablageplatte habe ich abgeklebt. Da soll noch ein selbstklebender Gummi drauf. Und das wird natürlich nicht so gut funktionieren, wenn da eine Ölschicht drunter ist. Der Griff kommt auch noch mal dran. Und dann ist gut. Jo. So, ich habe es schon wieder zusammengebaut. Und jetzt kommt hier noch unsere Gummiauflage drauf. Selbstklebend. Wunderbar. Höchste Zeit, das Teil mal auszuprobieren. Ich bin gespannt. Ihr auch? Dazu nehmen wir unsere Ziehklinge, die es auf jeden Fall nötig hat, weil sie nur noch Staub liefert. Und markieren uns erstmal die stumpfe Seite. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen neugierig und möchte mir mal die Kante anschauen vor der Bearbeitung mit unserem Scarpy. Ob man dann einen Unterschied sehen kann zu hinterher, keine Ahnung. Aber interessieren tut es mich doch. Ja, die Kante schaut eigentlich ganz ordentlich aus, finde ich. Vielleicht einen kleinen Grat hier auf der unteren Seite, aber ansonsten keine großen Ausbrüche oder Scharten oder sonstiges da drin. Okay. Ja, dann legen wir los und klappen als erstes mal unsere Halterung hier um. Und wir brauchen jetzt hier natürlich einen Schleifstein. Ich habe es ehrlich gesagt schon mal ausprobiert mit diesen Diamantschleifsteinen. Und leider sind die Körnungen viel zu fein von denen. Also selbst der 320er, das ist der gröbste, den ich momentan habe hier, ist noch viel zu fein. Deswegen habe ich mir hier selbst so einen Stein 3D gedruckt, eine Halterung mit einer HPL-Platte versehen. Bisschen Schleifpapier draufgeklebt mit Doppelklebeband. Und den spannen wir jetzt hier ein. Ich habe festgestellt, dass ein Tropfen Öl auch nicht verkehrt ist. Und dann legen wir unsere Ziehklinge ein hier in die Halterung. Ein bisschen aufschrauben. Genau, ne, gehst rein. So, gegen Anschlag und dann wieder schön zuschrauben, dass sie fest drin sitzt. Und das Ganze klappen wir um und ziehen es eben an beiden Feststellern hier fest, sodass das schön fest sitzt. Ja, und dann senken wir unsere Führung ab und schleifen uns die Ziehklinge behutsam schön plan. So, und dann wechseln wir auch mal vielleicht jetzt doch gegen den feineren Stein. Das andere raus. Wo ist er? Der 320er. Nehmen wir den. Dann nehmen wir ihn andersrum. Das ist auch das Schöne, dass man die verdrehen kann. Ich habe die so ausgerichtet, dass die nicht in der Mitte schleifen, sondern leicht versetzt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, den Stein zu verbrauchen. Und dann noch eine Runde feiner. Ja, ich habe jetzt runter bis 2000 geschliffen, liebe Zuschauer. Und wir schauen uns einfach mal die Kante jetzt an. Vergrößert, wie sie aussieht. Interesse halber. Und ich bilde mir ein, sie ist etwas homogener. Dann legen wir unsere Ziehklinge hier auf diese Ablage, auf die Gummiablage, bündig mit der Kante und schleifen uns mit dem 2000er Diamantstein einen möglicherweise entstandenen Grat hier ab. Vielleicht auch wieder ein bisschen Öl drauf, dann geht es besser. Jo, ich denke, das genügt. Da ist auch der Finger ein guter Sensor. Den Grat spürt man eigentlich immer recht deutlich. Und dann nehmen wir uns unseren Abziehstahl und streichen uns hier auf beiden Seiten einen Grat an. Fahren wir pro Seite vielleicht so 10 Mal drüber.
Muss gar nicht so fest sein, unter einem leichten Winkel. Ich habe jetzt hier vielleicht so ja, irgendwas um die 5 Grad. Gut, dann klappen wir wieder um unseren Mechanismus, ziehen den fest und machen auf der anderen Seite mal unsere Klemmen locker und spannen die Ziehklinge da ein. Dann kommt unser Stahl ins Gelenk und wir legen uns den Grat um. Da gehe ich auch wieder so 10 Mal schon mit ein bisschen Druck hin und her pro Seite. Einmal wechseln. Und das gleiche Spiel nochmal. Das Schöne ist halt, dass wir wirklich den Winkel jetzt beibehalten, exakt und da jetzt nicht irgendwie verkanten. Und es ist auch sicher, man tut sich nicht weh dabei. Ja, mit den anderen Hilfsmitteln, da ist man da immer ganz nah an der Klinge. Und ja, so geht es wunderbar. Und wir schauen uns das Ganze nochmal vergrößert an natürlich. Und ich weiß nicht, ob man sehen kann, das, was jetzt hier so hell glänzt, das ist im Grunde genommen der Grat, den wir uns da angestrichen haben. Und natürlich probieren wir die Ziehklinge jetzt auch aus. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, es ist mittlerweile die 3. Griffvariante, die ich hier montiere, aber der Name hat gefehlt. Ja, liebe Zuschauer, jetzt ist er auch wirklich fertig, unser Scarpi, und ich darf gestehen, dass ich wirklich happy bin. Ich hätte nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. Ich trage die Idee schon länger mit mir rum und ihr wisst ja, wie das ist, weil man manchmal sich denkt, oh, wird das funktionieren, wird es nicht funktionieren, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, und jetzt ist er da und er tut und ja, es ist einfach wunderbar, ich freue mich so und noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn euch das Video gut gefallen hat und wenn ich euch inspirieren konnte, vielleicht baut ihr den ja sogar nach. Falls nicht und ihr habt noch nicht mit einer Ziehklinge gearbeitet, probiert es gerne mal aus, denn das ist wirklich ein ganz tolles Werkzeug. So, nun bedanke ich mich recht herzlich für eure Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Video zusammen mit euch, hoffentlich dieses Mal ein bisschen schneller und wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Servus, euer Markus. For me too.